Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Wälder der Sowjetunion zum Schauplatz erbitterter Kämpfe, in denen die reguläre Wehrmacht auf furchtlosen Volkswiderstand traf. Deutsche Offiziere, die ihre Erlebnisse in Tagebüchern und Lageberichten festhielten, schilderten die erschreckende Wirklichkeit des Partisanenkriegs. Obwohl diese Dokumente mitunter übertriebene Einschätzungen enthalten, eröffnen sie eine bedeutende Perspektive auf den Kriegsverlauf. In diesem Video präsentieren wir eine ausführliche Analyse der Ereignisse, die durch Berichte deutscher Soldaten belegt sind, und versuchen, das Ausmaß sowie die Bedeutung des Volkswiderstands hinter den feindlichen Linien nachzuzeichnen. Historischer Kontext: Die sowjetischen Wälder waren schon immer für ihre schwierigen Bedingungen bekannt. Dichte Vegetation, unwegsames Gelände und ein raues Klima, ideale Voraussetzungen für eine Partisanentätigkeit. Nach Beginn des deutschen Angriffs im Jahr 1941 wurde rasch deutlich, dass selbst eine technologische und disziplinarische Überlegenheit nicht ausreichte, um ein derart riesiges Gebiet lückenlos zu kontrollieren. Die ortskundige Bevölkerung, vertraut mit den Besonderheiten ihrer Heimat, schloss sich schnell der Idee des Widerstands an. So entstanden zahlreiche Partisaneneinheiten, die im feindlichen Hinterland empfindliche Schläge versetzen konnten. Erste Zusammenstöße und erste Aufzeichnungen. Oberleutnant Heinrich Bauer hielt im Herbst des Jahres 1941 in seinem Tagebuch fest: Die russischen Wälder sind voller Gespenster. Diese Worte spiegeln die ersten Erfahrungen der Deutschen mit einer Realität wider, in der das scheinbar eroberte Gebiet Nacht für Nacht wieder fremd und feindselig wurde. In Bauers Aufzeichnungen heißt es weiter: Wir glaubten, dieses Land eingenommen zu haben. Doch jede Nacht zeigt sich aufs Neue, dass es uns feindlich gesinnt ist. Partisanen tauchen aus dem Nichts auf und hinterlassen verbrannte Depots und zerstörte Brücken. Dieser Eintrag veranschaulicht, wie selbst erfahrene deutsche Verbände auf unkonventionelle Taktiken stießen, mit denen Partisanen die hinteren Linien angreifen konnten. Nach deutschen Quellen vernichteten Partisanen im Laufe des Krieges beträchtliche Vorräte an Munition, Treibstoff und anderem Material, was die Versorgung der Front erheblich erschwerte. Partisanentaktik aus Sicht des Gegners. Feldwebel Hermann Siegel beschrieb die Besonderheiten der Kampfweise. Sie gehen nie in eine offene Schlacht, wenn sie nicht absolut sicher sind zu gewinnen. Ihre Lieblingstaktik sind plötzliche Schläge gegen unsere Verbindungen. Die Partisanen kennen das Gelände perfekt und nutzen dieses Wissen mit maximaler Wirkung. Das Ziel der Partisanen beschränkte sich nicht nur auf die Vernichtung von Materialbeständen. Primär sollten Versorgungslinien unterbrochen und die Kommunikation zwischen Kommando und Front gestört werden. Brückensprengungen, Minen auf den Nachschubrouten und ständige Hinterhalte erschwerten jedes Vorhaben eines Gegenangriffs. In einem Bericht von Major Richter der Wehrmacht aus dem Oktober des Jahres 1942 heißt es: Es ist unmöglich, auch nur ein kurzes Straßenstück zu sichern. Partisanen legen Minen, lauern in Hinterhalten, beschießen unsere Kolonnen. Sie scheinen sich in den Wäldern aufzulösen und die Einheimischen versorgen sie mit Informationen und Unterschlupf. Kampfbeispiel: Der Hinterhalt in einem sowjetischen Dorf. Einen besonders anschaulichen Zwischenfall beschreibt Hauptmann Werner Holz. Am 12. August des Jahres 1943 fuhr unser Konvoi aus 15 Fahrzeugen mit Munition auf einer schmalen Waldstraße zur Front. Plötzlich explodierte der vorderste Wagen durch eine Mine und im selben Augenblick setzte aus dem Wald heftiges Feuer ein. Die Partisanen hatten den Ort für einen Hinterhalt akribisch ausgewählt. Eine schmale Straße, umgeben von sumpfigem Gelände, das ein Ausweichen praktisch unmöglich machte. Wir versuchten, eine Verteidigungslinie zu bilden, doch der Gegner feuerte aus 3 Richtungen. Besonders wirkungsvoll agierten ihre Scharfschützen. Jeder Versuch, den Kopf zu heben, wurde mit einem gezielten Schuss quittiert. Der Kampf dauerte etwa eine Stunde. Nachdem wir 7 Fahrzeuge verloren und erhebliche Verluste an Menschen erlitten hatten, mussten wir uns zurückziehen. Die Partisanen erbeuteten die Munition und zogen sich in den Wald zurück. Eine Suchmannschaft, die 2 Stunden später eintraf, fand keine Spur von ihnen. Diese Situation belegt nicht nur die gute Ausbildung der Partisanen, sondern auch ihr profundes Geländeverständnis, durch das sie für einen Hinterhalt den optimalen Ort wählen konnten. In den dichten Wäldern kann jeder Pfad, jede Biegung zum entscheidenden Faktor im Gefecht werden. Rolle der Ortsbevölkerung und Informationsbeschaffung. Man darf nicht unterschätzen, welche Bedeutung die Unterstützung der lokalen Bevölkerung für den Erfolg der Partisanen hatte.
Unter Besatzungsbedingungen wurden die Dorfbewohner häufig zur wichtigsten Informationsquelle. Selbst drakonische Strafaktionen der deutschen Truppen gegen das Partisanenwesen führten oft nur zu mehr Widerstand. Leutnant Otto Schneider hielt fest: Jedes Dorf ist eine potenzielle Partisanenbasis. Unsere Vergeltungsmaßnahmen verstärken den Widerstand nur. Indem wir ein Dorf niederbrennen, sorgen wir ungewollt für neue Freiwillige in den Reihen der Partisanen. Es ist ein Teufelskreis der Gewalt, aus dem es kein Entkommen gibt. Die Einheimischen halfen nicht nur mit Informationen, sondern beteiligten sich aktiv am Widerstand. Oft setzten sie ihr Leben aufs Spiel, um Daten über deutsche Truppenbewegungen zu übermitteln, was den Partisanen ermöglichte, Hinterhalte und Sabotageakte genau zu planen. Psychologische Auswirkung des Partisanenkriegs. Einer der zerstörerischsten Aspekte des Partisanenkriegs war der psychologische Druck auf die deutschen Soldaten. Die ständige Erwartung neuer Angriffe, die Ungewissheit über den nächsten Tag und das Fehlen einer klaren Frontlinie wirkten stark demoralisierend. Hauptmann Werner Holz schrieb: Unsere Leute sind zermürbt von der permanenten Anspannung. Nachts schläft niemand ruhig. Jedes Geräusch im Wald, jeder Schatten könnte einen Partisanenangriff bedeuten. Das erschöpft die Truppe noch mehr als Kämpfe an der vordersten Linie. Feldwebel Martin Krause äußerte sich in einem Brief in tiefer Niedergeschlagenheit und Ausweglosigkeit. Wir fühlen uns weder als Eroberer noch als Sieger. Es ist, als säßen wir in einer riesigen Falle. Die Partisanen beherrschen die Nacht und mit Einbruch der Dunkelheit werden wir zur leichten Beute. Dieses psychische Klima führte zu einer sinkenden Kampfkraft. Erschöpfung, anhaltende Nervosität und Furcht vor dem Unsichtbaren senkten Moral und Effektivität der deutschen Truppen erheblich. Strategische Bedeutung der Partisanenbewegung. Eine Auswertung deutscher Dokumente zeigt, dass das Partisanenwesen zum entscheidenden strategischen Faktor wurde. Generalmajor Franz Becker hielt in einem Bericht fest: Die Partisanen binden erhebliche Kräfte der Wehrmacht, die sonst an der Front eingesetzt werden könnten. Ihre Aktionen stören massiv die Nachschubwege und die Versorgung der kämpfenden Einheiten. Zerstörte Infrastruktur, ständige Hinterhalte und Sabotage zwangen die regulären Truppen, viel Personal für Sicherheitsaufgaben in besetzten Gebieten abzuzweigen, was den Operationsplanungen und dem effektiven Einsatz von Technik und Waffen erheblich schadete. Darüber hinaus spielte der moralische Aspekt eine große Rolle. Das Bewusstsein der lokalen Bevölkerung, dass selbst eine überlegene Armee durch Volkswiderstand gestoppt werden konnte, war ein starker Antrieb für weiteren Widerstand. Deutsche Offiziere erkannten zunehmend, dass ohne die Kontrolle über das Hinterland keine Stabilität in den besetzten Gebieten zu erzielen war. Zusätzliche Aspekte: Aufklärung, Organisation und Logistik. Um die hohe Effektivität der Partisanen zu begreifen, muss man auch ihre Organisationsstrukturen betrachten. Sie waren keineswegs nur chaotische Banden, sondern verfügten über klare Hierarchien, gut funktionierende Kommunikationswege und eine eigene Logistik. Durch die enge Zusammenarbeit mit sowjetischen Nachrichtendiensten erhielten Partisaneneinheiten zeitnahe Informationen über Truppenbewegungen des Gegners und konnten besonders wirksame Sabotagepläne entwickeln. Hinzu kam das deutsche Informationsdefizit hinsichtlich der Stärke und Bewaffnung der Partisanen. Viele Angriffe kamen überraschend, weshalb das deutsche Kommando ständig seine Taktik änderte und Marschrouten anpasste. Immer wieder gab es Situationen, in denen Suchtrupps keinerlei Spuren der Partisanen fanden. Ein weiterer Beweis für deren Fähigkeit, sich dem Zugriff des Gegners zu entziehen. Auswirkungen des Partisanenkriegs auf den Kriegsverlauf. Die Partisanenbewegung war ein wesentlicher Faktor bei der Schwächung der Wehrmacht in den besetzten Gebieten. Durch ständige Sabotage, Zerstörung von Infrastruktur und das Ausfall von Versorgungsketten sah sich das deutsche Kommando gezwungen, Kräfte zu binden, die es an der eigentlichen Front dringend benötigt hätte. Zahlreiche Historiker betonen, dass die Partisanen dafür sorgten, dass die Wehrmacht nicht alle Reserven auf die Abwehr der sowjetischen Großoffensiven konzentrieren konnte. Gleichzeitig spielte der Partisanenkrieg eine symbolische Rolle. Er bewies, dass selbst eine hochgerüstete Armee nicht unverwundbar war, wenn das Volk konsequent zur Verteidigung der Heimat entschlossen war. Das stärkte nicht nur den Kampfeswillen der Partisanen, sondern auch den der Zivilbevölkerung und spornte viele zu weiteren Opfern und Heldentaten an. Persönliche Erinnerungen und Memoiren. Oberstleutnant Gustav Hartmann schrieb in seinen Memoiren:
Die wichtigste Lehre aus Russland war, dass man ein Volk, das zu jedem Preis um seine Heimat kämpft, nicht besiegen kann. Die Partisanenbewegung hat gezeigt, dass Widerstandsgeist sich militärischer Überlegenheit entzieht. Persönliche Aufzeichnungen wie Bauers Tagebuch, Krauses Briefe und Siegels Berichte sind für die Geschichtsforschung eine wertvolle Quelle. Sie dokumentieren nicht nur Schlachten, sondern geben auch die Atmosphäre dieser Zeit wieder. Eine Stimmung von Ungewissheit, ständiger Bedrohung und unberechenbaren Kampfhandlungen. Heute ermöglichen uns diese Dokumente, die Gedankenwelt der deutschen Soldaten nachzuvollziehen, die sich unversehens inmitten eines mächtigen Volksaufstands befanden.